Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Heute gibt es wieder die legendären EICMA-Vlogs. Allerdings ist es so, dass wir dieses Jahr ein paar Bikes ein extra Video widmen, wie zum Beispiel der Panigale V4S oder V4 der neuen. Die neue V2 kriegt wahrscheinlich ein eigenes Video und auch die Yamaha R9. Aber sonst gibt es hier eigentlich alle News rund um Supersportler, beziehungsweise auch um die Supersportler-Helme. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Wer die EICMA-Vlogs von uns nicht kennt, wir machen nur Supersportler-Content. Genau, das heißt eigentlich nur Racing-Bikes, beziehungsweise halt auch die Racing-Sachen, sowas wie zum Beispiel Helme und sowas. Das wird hier gezeigt, deswegen, genau, wenn wir hier für Naked Bikes oder sowas seid, dann seid ihr leider falsch, aber genießt den schönen Racing-Content. Genau, und wie gesagt, die 3 Bikes, die ich vorher genannt habe, die werden einem extra Video gewidmet. Es wird schon langsam zum Ritual. Wir fangen an bei Honda und hier haben wir gleich die Maschine von Luca Marini aus der MotoGP 2024. Da drüben steht auch noch die von Zarco, kann ich euch auch gleich zeigen. Aber schaut euch das mal an. Schaut euch mal alleine diese Winglets an. Das ist ja mittlerweile sehr, sehr wild. Ich zeige euch mal von hinten, da gibt es auch noch auf jeden Fall ein paar coole Sachen zu sehen. Hier mal die Auspuffanlage. Dann hier auch die Scheiben von innen belüftet. Sehr, sehr cooles Motorrad. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir die 2023er Version gar nicht hier stehen. Deswegen, ja, jetzt auf jeden Fall 2024er Honda hier von Luca Marini. Also wirklich sehr, sehr geiles Bike. Auch hier die Schwinge. Hier mit dem Spoiler da unten. Das ist crazy. Auch natürlich die Scheiben mit den Sätteln dazu. Schauen wir, ob wir hier nochmal kurz reinschauen können. Krass. Und auch was hier für Technik drin steckt. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Muss man vielleicht am Kabelmanagement noch mal ein bisschen was machen. Schauen wir mal kurz, ob es von der anderen Seite genauso aussieht. Ah, dieser Lufteinlass hier ist aber auch crazy. Ja, von der anderen Seite sieht es genauso aus. Dann gehen wir hier mal weiter. Da haben wir nämlich die von Joan Zarco. Anscheinend auch das 2024er Modell. Sieht aber ein bisschen anders aus. Also der fährt zum Beispiel nicht diese Heckspoiler wie Luca Marini. Und auch, glaube ich, die Auspuffanlage und sowas sieht mir ein bisschen anders aus. Das wird wahrscheinlich dann die vom Vorjahr sein. Also ich denke mal, das müsste die 2023er Honda dann sein. Und hier drüben haben wir dann die 24er. Wobei Joan Zarco ja aktuell relativ gut mitfährt. Im Gegensatz zu Joan Mir und ja, Luca Marini. Die sind nicht so gut unterwegs. Hier von Adrian Fernandez. Moto 3 Honda. Auch sehr cool. Ica Licona. Dieses Mal die echte Superbike. Letztes Jahr war ja nur diese Replika dort gestanden. Oh, die ist sogar gestürzt hier. Wie ihr sehen kann. Aber ja, das ist auf jeden Fall die echte Superbike. Hier von Ica Licona. Dann haben wir hier noch Endurance World Championship 2024 mit Mike Di Meglio, Josh Hook und Alan Techer. Die Honda SC82. Und hier haben wir noch von der Isle of Man von Dean Harrison. Schaut euch mal an. Ich glaube, die wurde einfach von der Isle of Man gefahren, einfach hierher gestellt und so gelassen, wie es ist. Aber auch cool, dass man mal hier so einen Eindruck hat. Auch dieser Quickshifter hier ist ein bisschen anders als sonst. Was haben die da für ein Federbein drin? Sieht auch sehr interessant aus. Kann man gar nicht richtig erkennen. Maxton sagt mir gerade gar nichts. Ja, vielleicht haben die auch hier einen Stand. Dann sehen wir vielleicht später noch ja, von denen das Federbein. Einfach mal hier nochmal ganz kurz den Überblick von der Racing-Reihe von Honda. Schauen wir mal, ob wir noch ganz kurz zur SC82 und zur 600 RR können. Ah ja, genau, die stehen hier vorne. Also hier SC82 und CBR 600 RR, die PC69 in, glaube ich, den ganzen Farben, die es eigentlich gibt. Also, oh, hier ist eine Carbon-Variante. Auch sehr cool. Ja, sonst hat sich ja eigentlich nicht viel geändert hier bei der Honda. Ist also die gleiche wie das letzte Jahr, auch die Winglets und sowas. Ist alles gleich. Falls ihr den Vlog vom letzten Jahr verpasst habt, ich verlinke ihn hier oben gerne mal. Könnt ihr euch den gerne mal anschauen. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz hier die 600er. Da stand vorher, jetzt sehen wir, jetzt zeige ich euch die nur mal ganz kurz. Da gibt es anscheinend jetzt hier so eine Carbon Edition von der SP-Variante. Also das hier ist normal, aber hier die Seite zum Beispiel ist hier aus Carbon, das Oberteil.
Die Sitzbank ist auch irgendwie ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Ja, auch sehr cool auf jeden Fall. Und sonst sehe ich hier hinten noch ein Carbon-Teil. Ich glaube, der Bug ist auch noch aus Carbon. Genau, Kotflügel, die Winglets sind aus Carbon. Das hier allerdings nicht. Ja, also es sind einfach nur anscheinend ein paar coole Carbon-Teile drauf. Wir sind bei LS2. Da vorne sind schon die neuen FF805 Helme. Aber jetzt zeige ich euch noch ganz kurz hier die Moto2-Maschine von Fermin Aldeguer. Hier mit dem LS2 Sponsor-Label drauf. Ja, ist auf jeden Fall auch mal cool. Sorry, dass es hier so flackert. Es liegt leider an dem Licht hier bei dem Stand. Deswegen, ja. Ich hoffe, es geht kurz. TK de Schifeno Bremsscheiben. Jungs, sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so nah an der Moto2-Maschine waren. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall hier die ganze Elektronik rausgenommen. Ist einfach nur so ein Dummy hier drin, aber verständlich. Oh, sieht der Kettenrad, wie geil. Oh, sieht so schön aus hier mit dieser OZ-Felge auch. Richtig, richtig nice. Auch irgendwie geiles Heck. Von der Moto2. So, hier haben wir mal die ganzen Fahrer, die LS2 fahren, beziehungsweise nicht die ganzen, glaube ich, aber auf jeden Fall mal einige. Fermin Aldeguer, Xavi Verge, Michael Ruben Rinaldi, aus der Superbike, Joey Kelso, Adrian Huertas, die Championship Edition und dann nochmal die normale Replika, die er sonst fährt. Hier von Loris Bass aus der AMA, auch sehr cool mit diesem ja, amerikanischen Style. David Munoz, genau, das ist nicht unser Fall, da kenne ich mich auch nicht aus. Wir sind hier nur Racing. Schauen wir mal, hier vorne sind nämlich die FF805 Carbon Helme, beziehungsweise die neuen Farben. Genau, die gab es ja hier letztes Jahr schon, die Farbe. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz hier im Schnelldurchgang. Dann, das ist Raute, heißen die jetzt, glaube ich. Genau, Raute in Rot, Weiß. Den gab es letztes Jahr auch schon hier. Den haben wir auch bei uns schon drin. Genau, und dann, das müssten alles hier die neuen Helme sein. Also hier einmal von Adrian Huertas. Sehr cool, auch hier mit diesem Blau. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Da müsste ich jetzt überlegen, wer das war. Ist auf jeden Fall auch ein Fahrer, fällt mir aber gerade nicht ein. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Aber mir fällt der Fahrer gerade nicht ein. Ist, glaube ich, auch einer aus der Endurance Championship Klasse. Dann hier der von Loris Bass. Ich glaube, gerade wer so auf America steht und sowas, der könnte den Helm auf jeden Fall gut fahren. Sieht sehr, sehr cool aus. Dann haben wir hier noch die Replika von Fermin Aldeguer. Sieht auch sehr cool aus. Und dann hier noch den von Greg Black. Den gab es ja letztes Jahr schon so in einer ähnlichen Variante. Genau, jetzt glaube ich sogar ein bisschen abgeändert. Aber ja, sehr, sehr ähnlich wie letztes Jahr. Und hier einfach nochmal die Carbon-Variante. Die gab es aber letztes Jahr auch schon. Hier sind wir bei RCW. Die haben auch nochmal hier eine Honda stehen. Da kommen wir sogar noch mal ein bisschen näher ran als vorher bei dem Honda-Stand. Hier drüben KTM von Jack Miller. Auch auf jeden Fall cool. Die KTM-Fans werden wissen, aus welchem Jahr die KTM hier ist. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Da vorne stand aber auf jeden Fall noch ein cooles Motorrad. Hier ist noch das von Fabio Quartararo, auch aus der MotoGP. Auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. So, und das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, steht hier vorne. Die einen oder anderen werden es jetzt schon erkennen. Und zwar ist von Marc Marquez das Trainingsbike, beziehungsweise vielleicht haben sie es auch einfach nur so lackiert. Ja, hier ist auf jeden Fall irgendeine Unterschrift. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, ich finde. Kann auch sein, dass sie es einfach nur so lackiert haben, wie Marquez sein Trainingsbike. Aber auch der Sitz und sowas ist hier mit seiner Farbe. Und der Sitz sieht auch benutzt aus. Ja, der sitzt hier mit seiner Stickerei, deswegen ja, kann schon sein, dass es auf jeden Fall sein Trainingsbike ist. Aber diese Farbe auch von diesem Blau, ich hoffe, es kommt so rüber auf der Kamera. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr geil aus. Beim Nilstand haben wir hier die Ducati Panigale V4 von Andrea Iannone. Oh, diese Felgen. So cool. Auch die Auspuffanlage ist echt wunderschön. Ich bin gespannt, was er nächstes Jahr reißen wird hier, der Andrea. Bike sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Schauen wir mal, ob er nächstes Jahr auch noch in Gelb unterwegs ist. Hier noch eine Moto 3 hinter der von Andrea Iannone. So ein cooles Bike. Ich bin immer wieder erstaunt, so eine Moto 3 zu sehen, wie klein die eigentlich ist. Also ich
man glaubt jetzt in der Kameraperspektive sieht man es gar nicht so, aber diese Moto 3, die sind so winzig. Ist irgendwie, auch alleine diese Sitzbank hier ist schon so schmal. Auch der Tank hier. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen, aber es ist echt ein winziges Motorrad eigentlich.